des Marius und willkommen an unserer Stelle Freitagabend hier von des Marius. Wir freuen uns, dass ihr teilnehmen daran, über Livestream, über abgeschnackte Andacht hier so. Aber Hans, ich will Ihnen sagen, dass wir heute so geplant, dass wir würden von des Marius hier alle top kommen, erst dass alle die Krankheit hier alle wir, haben wir geplant, dass wir würden von der beide Andachten top stellen, dass wir würden Englisch und Deutsch top, dann würden wir weiter durch in Andacht und dann würden wir fertig merken mit Abendmahl top. Naja, das passiert von der nicht. Wir weten dort, wir sind verstreut, wir sind tüß und so weiter. Wir können von der nicht top kommen, aber immer Hans, wir hoffen dann, wir können dann im Karten dort wen weiter tun. Und ich weiß, einige Kirchen von der Samaris, die dann über Internet haben die top kicken und haben wir Abendmahl, das darf man der nicht top in ein Gebiet sein. Und wir haben nicht richtig gemerkt, dass wir handeln von der dann nicht. Wir haben nicht weiten Leuten zum Dinge reitstellen dafür. Immer Hans. Ich habe vielleicht einen Luther Tag, aber in Wirklichkeit habe ich glaube, dass wir würden beten, dass diese ganze Sache kann schlecht werden und dass wir können weiter top kommen hier so in die Gemeinschaft haben und dann hier so persönlich weiter overmal top haben. Wir freuen uns, dass wir die Hoffnung haben und dass wir können verder wegkicken danach. Na, wir wissen, dass das Sonntag dann heute die Botschaft von Palmsonntag und in der Palmsonntag-Botschaft sind wir eine Feiergruppe Menschen, die diese bestimmt werden. Und wir sahen da eine Gruppe, die Jünger, Jesus seine Jünger, und da wird die, was die Palmlehrer nehmen und Bethlehem und die Crowden Jesus in der Stadt nehmen. Und wir sahen die andere Gruppe Menschen, die, was von Bethany kamen. Und da wird die, was heute gesehen wird, Lazarus vom Tod abgeweckt wird, und der hat eine große Geschichte vertellen. Und da wird sehr abgerecht. Dann wird nach der anderen Gruppe die Menschen, von der großen Maß, der großen Schwar Menschen, was wir, diese von Bethany, die kamen und die vertalten hier so die Geschichte und dann kamen hier so von den Wassermenschen rüt und die kamen und die trafen Jesus. Und dann wieder noch die Gruppe, die Pharisäer, und die werden bloß jeden an, die wollen Jesus nicht, die wollen Jesus still haben. Naja, viele von der kicken nur nicht die letzte Weg in eng von der Kreuzung, aber den Tag für die Kreuzung. Ich will von der nächsten Seite, vielleicht verraten nicht von der Kreuzung vertalen, aber leider wird die Kreuzung bedienen, wo wen ist es so wichtig. Und hier in dieser Geschichte, weil ich wahre von Feiergruppen Menschen vertalen, was in die Geschichte sind. Ja, ich will merken, zum Tüß, Matthäus 28 ganz überlesen, Lukas 22 ganz überlesen, in Markus 14 ganz überlesen. Die vertalen die Geschichte sehr fan. Und ich will von der hauptsächlich, weil ich in Matthäus 28 sein. Ich will nicht die ganze Geschichte lesen. Ich will auch noch einmal in Johannes sein. Aber ich will nicht die ganze Geschichte lesen. Ich will bloß ein bisschen davon, aber die werden durch sehr Mutter sprechen und die ganze Geschichte lesen. So, da vier Gruppen Menschen, was wir wollen sein von der Marius. Die erste Gruppe sei wie in das Leben in dem Mensch von Judas Iskariot. Haben wir da, was Jesus verraten hat? Haben wir da, was haben wir auch in Jesus in Dienst? Haben wir einer von den 12? Haben wir da, was die Kost, die Geldtasche daran dran hat? So, er hat einen sehr wichtigen Part in Jesus in Dienst. Er hat einen sehr wichtigen Part in der ganze Ding von der Evangelium anfangen, diese Menschen. Und die Jünger, die sahen einfach, lass mich einmal so, die sahen als einfach eine Trühe deiner von Jesus. Er hat sein Leben gegeben dafür. Haben wir auch auf die Bergpredigt, auf die Boy, als Jesus der andere Jünger alle Europa und bestätigen zu sein. Judas für einer von denen, haben wir gekriegt Mank. Und er wisst gekriegt, was meint, was alle bedienen hat. So hier ist dann Judas, haben wir einer, er geht mit Jesus, er hört mit Jesus, er atmet mit Jesus, er hört mit Jesus lehrt, er wird die Wunder, was Jesus tut, er sieht das alle. Er ist einfach ein Part von dieser ganzen Geschichte. Aber das ist ein Part von Judas sein Leben, aber der andere Seite von Judas sein Leben, das haben wir in Jets, haben wir selbst achsinnig, hat nicht viel Leid für Menschen, aber das wird ein Part von seinem Leben, was er verstärken kann. In Wirklichkeit, ich glaube, die Jünger können das wenig sein, das heißt es dort wir, aber wir in Tiden, wo dort in seinem Leben mit dem Dienst auch nochmal für einen Tag kam. Wir haben ein Beispiel, gleich erst Jesus mit den Jüngern overmal haben, dann als er bei Maria erhüßt, und Maria kam zu so und hat dieren Eil, jetzt Jesus der über den Feit und dreht am den Feit mit ihr Haar,
Und die Jünger sind ein bisschen verstanden über diese Sache. In Johannes Kapitel 12, wenn ihr eine Bibel mit habt, ich würde Ihnen anbieten, diese Hand zu drehen, wenn nicht, dann möchte ich das hier so am Screen an. Aber in Johannes Kapitel 12, du sagst, dass wir wirklich Judas, der was diese Lüd wir, was diese von Reden, der antifried wir. Der andere, besonders Matthäus, sagt, dass die Jünger wären antifried darüber. Aber hier sagt dann Judas in Johannes Kapitel 12, in den 4., bei den ersten Vers, das heißt es steht. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der am nur her verroden, der sieht, warum wird diese Salbeöl nicht für 300 Salbegroschen verkauft und das Geld der Arme gegeben? So, das ist eine gute Frage, nicht so? Aber habe ich mal wieder verstanden. Das sieht er nicht erwähnt, dass er am die Arme zu tun will. Er wird ein Stehler. Er durch die Geldtasche und nimmt für sich selbst, was die Nanjeleit war. So, dann wird gesagt, er wird verdrisslich, wie hier hat gesagt, er muss 300 Salberstecker in den Pfupp stoppen. So, er wird verstellt darüber, so er lässt sich das hören. Und Jesus sagt zu ihm, kick mal, der Arme, der war ich immer haben, aber mir war ich nicht immer haben, was diese früh getan hat, als für meinen Tod für eine Salbung kieso. Und so, das sagt dann in den nächsten paar Versen, sagt er dann, dass von hier an, von Judas an, merken, woher Jesus verroden kann. Hör mal, was das sagt in Matthäus Kapitel 26, den 14. und den 16. Vers. Dann ging einer von den 12, Judas Iskariot, dem hohen Priester, und sagt, was würde ich mir geben, wenn ich am Jünd verroden da? Sie taten ihm 30 Salberstecher. Von dann an sah er eine Gelegenheit, am zu verroden. Anders gesagt, nu fängt der andere Seite von seinem Leben an zu dachen. Erstlich haben wir das Leben, was wir sein, wo Jesus herangeht, erstmal mit der Bibel und den Menschen geholfen worden, erst die Bibel Menschen vom Tod abgeweicht worden, weil sie jetzt durchgetrieben worden, all diese Dinge, Jesus hast dabei. Hört, was Jesus lehrt, weiß alles. Aber nu mal einmal, nu erst hat er Gelegenheit, was anderes zu tun, und dann kommt der andere Part von seinem Leben raus. Und dann jetzt merkt er einen Handel, wo er Judas verroden kann. Und ich weiß, wir können das kicken und sagen, oh ja, dort wird Judas, ich bin ein schlechter Mensch, dort wird Judas, dort ist eines Leben, dort hat nichts mit mir zu tun. Und ich will sagen, wir sollen vielleicht nicht ganz so brav sein mit das tun. Ich glaube, wir als Menschen, wir haben krasse Seite, die Pläu, dass wir gleich in zweiseitig zu leben. Wir haben auch eine Seite im Leben, was wir für Menschen tun, dass so Leute, dass alles Schmack ist. Wir haben schafft die Sache, wir haben so viele gute Dinge zu sein, so viele gute Dinge zu tun, all diese Dinge, was dieser Schmack lässt, was uns einnehmen lässt, was uns merkt, dass die Menschen uns gleichen und so weiter. Aber dann haben wir die andere Seite leben, und das, was hier tüß im Heim vergeht, und das, was unsere früheste Männer, verfrühste Männer, und die Kinder, du wollen an, was wirklich in den Menschen bin ist. Geschwister untereinander, und das, vielleicht muss das stimmt das nicht. Vielleicht muss dann, ihr habt zwei verschiedene Bilder. Und das, was Judas hier tut, oh, ich weiß, wir sind nicht so groß als Judas. Ich weiß das. Ja, Judas hat ja verroht Jesus. Das ist groß, das ist schlimm, das ist schlecht. Ich weiß. Aber das Prinzip, was ich in der Hand reden, ist, dass die Gedanken von zweiseitig Leben, Menschen sind von der und da haben wir dort geprägt. Und die Christen sind nicht ausgelassen davon. Ich und du haben dieselbe geprägt, dass wir noch mal einen Schmack erleben für Menschen, was wir tun im Heim wirklich sind. Das sind zweiseitige Leben. Und das ist die erste Gruppe, die wir sehen, was diese hergestellt wird, und das sehen wir in Judas sein Leben. Die zweite Gruppe, was diese erwähnt wird, sind in den Aposteln Petrus. Und Petrus wie ein Mann, haben wir Jesus ihn, ein von den drei, was er nur anwählen. Weißt du noch, als Jesus ab die Boy wir, wo er mit Leo und mit Moses trafen, dann nehmen wir Petrus, Jakobus und Johannes mit. So Petrus wie ein von den drei, was es sei ja nur anwählen. So haben wir einer von denen, was in Großes gefallen hat an Jesus, hat die Gemeinschaft mit Jesus, haben wir sei ja nur an. Aber doch in derselben Zeit, hat er auch die Schwachheit, dass wir leicht im Reden, haben wir sehr leicht, was du alle gute Ideen hat, und in solchen Zeit dann verschwingt die Ideen, haben wir da, was du so abgerecht, wir sehr leicht, und verschiedene Dinge sei wir haben. Und Jesus sieht hier so, dann in den 31. und 32. Vers sagt er redet hier nicht bloß zu Petrus, aber er redet hier zu allen Jüngern. Oh, ich soll ein klein bisschen zurückbacken. Als Judas dann nicht zurückgegangen wird zum am Verroden, er fängt an zu denken, und woher will Jesus verroden, dann sagt er wieder in den 17. und 25. Vers Matthäus 28, dass dann hat Jesus mit einer Multitude, und du so ab der Multitude, dann sagt er zu Judas, kick mal,
Er sagte zu den Jüngern, der einer von ihnen wollte mich verraten. Und dann doen die alle een referentie aan dat act en dat act en dat act. En Judas weet het vertelt Gott, wat hij doen wordt. En hij vraagt danach. Maar dan, nu dem, dan heeft hij overal met een top. Dan komen we bij de 31e vers. En dan zegt Jezus, wat zij interessant is. Nu heeft hij overal gehad met een. Judas is nu gegaan om Jezus verkijpen, zo te zijn, verraten. En dan, als Jezus met de andere 11 gingen, is naar dem Olivenberg gegaan. En hij wil beten gaan. Maar als hij dat, zegt hij dit in de 31e vers. Dan zegt Jezus te aan, te de jingen, te de 11. Deze nacht, waar je alle oren over mij, wie is dat geschreven, ik word een schub hard slonen, en dan worden de schub van de Heer uit den einranen. Maar wanneer ik is abgestonden zie, dan word ik naar Galilea gaan. So hier ist Jesus, hij zegt, kijk maar, hier wordt wat groots passeren. Hier worden in alle oren, en de profetie zegt, dat God wordt de schubshard slaan, en de schub, die worden alle uiteinanderaan. So hier worden we alle verloten. Hier worden ran. Hier zijn nu aan zijn. Hier worden alle ran. En Petrus, als waren hier zo, hij zei, waren voetsrijd en zei, oh, niet zo bozig. Hör mal, was hij zegt in de 33. vers. Dan zegt Petrus te aan, te wem? Te Jezus. Want de andere, ook alle zich over die oren, ik wil niet. Hier zegt Petrus, hij wil nu aan te Jezus, dat stemt. Ik kan die Jezus, dat is een beetje wat hij zegt. De anderen, die worden zich vielleicht een beetje oren, die worden vielleicht een beetje verknuizen, maar niet ik. Ik ben al geraten. Ik ben een beetje meer als de ik ben meer gewand is wat u gelooft. Ik kan dat verdrehen wat u zei was. Ik kan dat verdrehen, want ik wil me niet oren over die. De anderen, dat geloof ik nog aan, maar niet ik. En weet je, dit is wat we als mensen ook nog moeten doen. We geloven, we zijn meer als wat we werkelijk zijn. We geloven, we zijn al zo groot geworden, dat we niet meer Schwachheiten. En dat is wat Petrus weer. Hij wil nu aan te Jezus. Hij wil dichtbij. De anderen, die willen niet constant nu aan. Die willen zich vielleicht houden, maar niet Petrus. En dat is wat we eigenlijk dat ook nog moeten doen. We geloven, we zijn meer als wat we werkelijk zijn. En dan verkloppen we ons door we kloppen top wegen de druk. Jezus, hij gaat weer in den 34. vers, en dan zegt hij, werkelijk, Petrus, ik zei die. Entschuldigung. Als de hond deze nacht krijgen wordt, was je me 3 maal verlegen. Maar hij heeft het eenmaal verloren, niet zo. Hij zei, no, du bent aardig, ik wil me niet oren. En dan nu zegt hij nog het tweede maal, Petrus zegt in de 34. vers, dat zegt Petrus zei te aan, te Jezus, wanneer ik met die sterven moet, ik wil die niet verlegen. So, Jezus heeft gezegd, als de hond krijgen wordt, was je me 3 maal verlegen. En Petrus zegt, wanneer ik sterven moet, ik wil die niet verlegen. En dan wird Jezus, du bent aardig. Du hast dat niet recht abgevoerd. Ik zeg nu aan. Ik kan die, ik leg die, ik leef die. Ik wil die niemals verlegen. Wo kost die denn zijn? Dat is ongeveer de gedanke wat hier hingen gelegen werd. So Petrus zegt, ik wil die niet verlegen. So hij is zeer proef. De anderen worden die vielleicht zich oordelen over die, maar niet ik. Ik die verleden, ben dus van zo'n. Ik ben nu aan, ik ben zeer groot. Ik ben al meer gewand als dit. Ik kan de verzekering vertrouwen. En dit is waar we als mensen, als werken moeten beim Fing doen. We geloven, we zijn sterk, ja, als we werkelijk zijn. En indem dat we geloven, dat we zijn sterk, dan hebben we ons geweer niet zo hastig rijden. En dan kan de verzekering komen en spreken als we niet rijden zijn. Dat is wat met Petrus passieren deed. Want we weer kijken dan zijn we in de 69 bij de 74. vers, dat als Jezus dan is vastgenomen weer, en dan komt deze tempelwachter, deze haan, deze Soldaten, en dan komt hij met hem reden, met Petrus reden, en 3 maal verlicht hij dat Jezus keine krak wat Jezus gezegd had. So Petrus zegt, oh no, de anderen worden vielleicht houden, aber nicht ik. Ik wil die niet verlegen, en jette en verlicht hem. Hij wird zich zo zeker in zichzelf, dat hij leidt zich niet beworen. Hij leidt zijn schild erop. Dan kan de verzeker komen en trekken hem kraken de slang naar waar hij aan wil gaan. En dat is de tweede groep mensen. Maar dan is er nog de derde groep mensen. En dat is de andere 10 apostelen.
Und die anderen 10 Apostel, wir kicken einmal nur Petrus und sagen, oh ja, Petrus wird der, was am Trouble ran. Ich sage, wir der, der schnottert, der blabbert, wir haben der, was im Trouble ran. Aber die anderen, die werden alle vernünftig, die werden ein bisschen besser. Das ist ein bisschen eine andere Sache. Aber das wird nicht unbedingt ganz so klar aus der. Hör ich mal noch einmal in der 35. Vers. Jesus sagt zu Petrus in den 34. Vers, als du ein Krähenwort, was du mir 3-mal verlehen. Petrus sagt, nicht ich. Weil ich mit die Storben mache, ich werde nicht verlieren. Aber nu habe ich mal den letzten Part von den Vers, weil ich erst nicht lesen darf. Das sagt, und so sehen die Jünger alle. Dann alle Jünger sagen, no, ich sage nur an, ich kann das tun, ich werde die nicht verlieren, ich werde bei dir bleiben. Die Prophezeiung, die wird sicher auch sein, als vielleicht die Gedanken, was die hat. Ich weiß nicht, was die so gedacht haben, aber sie hielt sich dort nicht so. Oh no, ich will nicht. Ich will nicht. Ich sage gerade, ich sage nur an. Das ist ein bisschen die Gedanke. Und hier, diese Gruppe, die betekent eine Gruppe Menschen, die vielleicht alle mit dem Pfeil mitarbeiten. Zum Beispiel, ist Jesus diese wird sein, der andere wird stellen. Weil wir erstmal Petrus vertellen. Und Petrus sagt, was, und dort hielt sich schein. Du hast ein bisschen Energie in was er sein, die Pfeile, die stehen ab. Oh ja, dann stimme ich mit. So, das sind eine Gruppe Menschen, die mit den Pfeilen ihre Entscheidungen merken. Und die betekenen die Gruppe Menschen, die mit den Pfeilen die Entscheidungen merken. Das hielt sich reich, das fällt sich reich, da wird es tun. Nicht so? Und dann, wenn du erst eine Frau kommt, wenn du erst eine Prof kommt, dann hast du eine ganz andere Sache. Hör mal, was da passieren wird. Maar we müssen ein bisschen wieder kicken dan in den 56. Vers. Jesus askte ze nu, en die mensen die komen hem vastnemen, hij heeft een klein beetje vertaald te eten, dan zegt hij, we nemen we niet vast, dat ik im Tempel weer, al die dingen. Maar dan zegt hij dit in den 56. Vers. Aber dit passiert alle, dat zich dat zo erfüllen zal, als de Propheten geschreven hadden. Dan leiden die Jünger aan hem sterk en sahen, dass sie davon kämen. Nu wil ik bloß mal sagen, was hier passiert. Die haben hier alle gekickt. Jesus hat gesagt, je wollen mir alle am Steg lassen, je wollen je euren über mich, je wollen mich verloten. Hat Petrus gesagt, je wollen mich verlehen. Und die haben alle oft gesagt, no, nicht ich. Ich bin bei uns gestorben für die. Und dann kommt Judas mit den Soldaten. Und dann hat Jesus gesagt, alles, was ich so wie gesagt habe. Als alles te weten die Prophezeiung van de Bibel, die moet erfüllt worden. De Jünger hören das. Und dann, undenken, schien sich so. Da sagt man einfach, und dann leiten die Jünger an im Steg und sahen, was sie davon kämen. Der ran in der Weg, der hat nichts auf was sie stünden, der hat keinen Grund auf was sie stünden. Da hatten sie wie unser Brot, Petrus hat geredet, oh ja, da fällt ich so, oh ja, die Pfeil ist reich. Aber niemand, ich habe eine Probe stehen. Dan laat ik hem sterk. Kan je zijn? Dat is de betekenende groep. Wat de op je vuil buien dat dollar als op wat het. Dan hebben we nog de vierde groep. En dat zijn de soldaten alle. Dat zegt in den 47. Vers. Dat als Jezus nog redet, als Jezus nog tegen de Jünger redet, als hij je gebed had. Hij weet je, hij had gebed door God. Want dat meerlijk erst hem deze kuffel wegneemt, hem dat Leden wegneemt. Dan daarop niet mijn wel, maar die wel. Dat kan ze gebed doen. En dan de Jünger, de 3 Jünger, Petrus, Johannes en Jakobus, dat waren de 3 wat ze nu aanweren. Die waren dichtbij en die slijpen aan. Die hadden niet de kracht om wakker blijven. En Jezus kwam terug reden en zei, kijk, de nu is de verroerde aan de hand. Dan in den 56. Vers sagt es dit. Entschuldigung, mit dem 47. Vers sagt es dit. Als Jezus nog redet, kwam Judas, einer von den 12, met aan een grote heer van Zebels en Knappels, heer met Zebels en Knappels, van de ältesten hohen priesters uit dem Volk geschickt. So diese Gruppe Menschen hier sind diese Soldaten, die kommen mit den Knappels, mit den Schwerts, den Säbels. Das sind eine Gruppe Menschen, die werden zu tun, dort erregen, wo die kommen werden. Die werden nicht bekämmert, was Wahrheit wird, die haben nicht zu hören, zu hören, was Jesus sein wird. Die werden bekämmert, die Hohepriester, die haben gesagt, das, was die tun sollen, das, was wir tun wollen. Wir wollen nicht die Leute im Stich kommen zwischen uns und was wir erregen wollen. Da werden ein paar Stücke tun, besonders einer würde ich sagen, wie Malchus, Petrus, die wird dann proben, dann nehmen sie Schwert und hakt ihm das Ohr auf, und Jesus nimmt das Ohr und heilt ihm das Dreh an. Seitdem sie leben, was sicher verändert sind. Aber wie die meisten von den Soldaten, die werden nicht verändert. Wir werden nicht.
Wenn die wir te doen Werk erfallen. Und das war wir noch mal doen. Ich sage, wir haben was einen Plan, aber in je Plan. Wir haben was gehört, was wir erreichen wollen. Wir wollen von hier, weil wir durchkommen, diese Dinge machen noch alle passieren. Und wir wollen dann, und dann für das Produkt, das wollen wir alle erfallen. Keiner wird mir im Stich tun, das wollen wir alle tun. Menschen kommen hier sind an, und diese kriegt weiter davon, diese kriegt weiter davon, diese kriegt weiter davon, diese kriegt weiter davon. Aber wir wollen nicht die Leute im Stich kommen, wir prallen dadurch. Wenn wir das nicht bekommen, an der Wirklichkeit, an was da passiert, wir sind zu tun, am Ziel erreichen. Okay, sehen, was ich meine? Das ist die Gruppe, was das hier so betekenen tun. Aber dann sagen wir vielleicht, naja, so wie halt noch bloß Feier stark betekent, was nicht sehr gute Menschen sind, schien sich so. Man reicht die Jüngere, leidt sehr Prost, leidt sehr Knopf mit ihnen. Wo ist dann der Gute nur, wo ist dann wieder bekriegt, dann was der Gute zu bedienen hat. Well, die erste ist sehr gute Bedienung. Weil ihr all diese Feiergruppen, die wir alle die Funken in den Stärk, wo die sagen, die kommen sehr, sehr kalt. Die kommen alle in eine große Not nennen. Und der Gute nur, die fing wir dann in den 32. Vers. Noch einmal war er denken, halten, was da passieren wird. Die haben jetzt overmal gehört, den 31. Vers, Jesus sagt, ihr wollt mir alle verloren. Die wollen nicht euren über mich, wir wollen mir alle verloren. Und dann, der 32. Vers. Da sagt es, aber wenn ich erst abgestunden sie, dann war ich vor ihnen nach Galiläa gehen. Lass mich sagen, dass ich das besser erklären, was hier so die Bedienung hier so hingelein hat. Die Jünger, Jesus hat just die Ente gesagt, weil die am alle würden im Steg lassen. Petrus, in ein paar Versen wieder, Petrus war am Verlehen, hat just gesagt, weil die alle auf, die waren im Steg lassen, hat zu Judas gesagt, wir haben was verraten. All diese Dinge. Jesus hat gesagt, es soll alle passieren. Und es wird alle passieren. Jesus wird immer reich. Jesus ist immer reich. So, das hat gesagt, so Jesus wird krank, was wird passieren. Vor allem wir nicht, was der hängen im Licht geführt wird. Das wir alles im Port von dem Plan. So Jesus wird krank, was hier passieren wird. Er weiß, dass für Petrus wird Schuldgefall drehen. Er weiß, dass Petrus sich wird selbst verdammen. Er weiß, dass er wird 3 Jahre in Galiläa, wird wel fashion. Er weiß, dass der andere Jünger sich würden, ich weiß nicht, was ich soll sagen, zu erklären, aber bloß ein Bild merken, vielleicht ein Bedürfnis, die sich selbst bejammern, aber die würden Schuldgefall haben, die gefallen, dass das hält nicht mehr einmal. Ja, nu, wenn das ist neidig wir. Nu haben sie am Steg gelassen. Kann ich mal feststellen, was für ein Schuldgefall die wollen gedreht haben. Jesus wusste, was die wird sein. Er wist dat we alle waren trainen in Galilea, waar die waren kunnen kennen, op je boot zaten en nat in den Schweden trek in de poor vast is eruit. Hij wist dat, krijg wat er wird passieren. Dan zegt hij dit. Als er alle passiert. Dan zegt hij, wanneer ik eerst abgestunden zie, dan wil ik voor jullie gaan naar Galilea. Weet je wat hij zegt met dit? Wanneer je start in je schuldgeval leven, ik wil je leren. Wanneer ik schon ganz in Graf zijn, wanneer ik wil sterven, ik wil doodgemerkt worden, en wanneer ik wil im Graf gelegt worden, ik wil absterven, wanneer ik was abgewachsen, en dit is die Graf. Dan wil ik voor jullie al in Galilea zijn. Dan wil ik voor jullie zijn, om jullie te begegnen. Ik wil je leren naar jullie. Das, wo das so wichtig ist. Wenn die Menschen, da fehlt das einfach an, wenn wir es anerkennen, dass wir sind haltlos. Wenn wir es anerkennen, dass ich kann, ich glaube, ich hatte alle taub. Ich bin so schwach. Ich kann das nicht. Ich bin so knapp. Ich will das nicht vollbringen. Ich bin haltlos. Wenn ich zu der Ansicht komme, dann sagen wir, die Jünger sich fangen. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn ich abgewachsen bin, dann will ich vor ihnen sein, ich will dir lernen, wann ich komme. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, das, aber vielleicht fühlst du dich noch mal, dass du bist in der ersten Gruppe, wo du dich fühlst, dass, ja, ich habe noch mal ein doppeltes Leben. Einmal habe ich ein Bild, was der Schmackerlatt für Menschen ist, was der Tüß im Heim ist. Die sagt dann, der wüsste. Das ist einfach. Hier arm, sagt das Neue Testament. Drei davon. Ich rede nicht von frisch Wariburen sein. Wenn die Wariburen best die Wariburen. Aber von denen Sinn wegdrehen. Hier arm von denen Sinn. 3 weich von denen Sinn. Und einer kann denen Not.
En de Bijbel zegt, Jezus die ging al voorop naar Galilea. Hij leerde naar de dingen. Te meer fresh. Die genoeg geven. Vielleicht befängst du dir, dass du bist als Petrus und sagst, oh ja, ich kann das. Und du stellst dich du bist viel stärker als andere Menschen. Und dann, wenn du das Kabel und das Kabel so hüngst, das so weit und das ist ein großes Schuldgefühl. Ich sage zu dir auch, dann, da bist du. Da bist du. Jesus ging vorab nach Galiläa und er lehrt, dass die Jünger, er hat die Salje genug für die und für mich. Vielleicht fängst du dir, dass du mit der Gruppe mitfallen, das in de derde groep voor de jongen, waar die laatst met die vuil met rijden. Oh, alle man wel, dat heeft zich zo schijn, dat heeft zich zo recht, dat is zeer veel energie, dat hingen, dan moet het einfach goed zijn, dan wil ik het ook. En dan maar eenmaal waar we aan, we gaan niet meer grond voor wat bestonden, en dan op hem sterk. Maar du die in die groep ving das. En ik wil zeggen, er zijn tijden, waar we ons ziemlich alle in een van deze vier groepen, eenmaal hier en eenmaal doen, eenmaal doen, eenmaal doen, ving dan. So nicht glauben, du bist schwach als irgendwas, wenn du die mit befingen, das ein findest. Aber wenn du die in der Dreiergruppe findest, ja, du bist du. Dort bist du. Der Gnade, der erste für dich. Und dann, wenn du bei Nüto, vielleicht bist du noch nicht wahr geboren und du wunderst, wo du alle erst, du hast einfach die Worte aufgeschoben, du wirst dein Leben erregen, du wirst dann, was du warst. Und du sagst, ich habe nicht nur Wahrheit gekriegt. Wat bedeutet Kreuz? Zu dir sage ich auch, da bist du. Hier an. Drei dir nur die Wahrheit. Die Gnade hast du auch für dich. Wir müssen einmal sein, dass wir in Not sind. Und dann ist die Gnade so viel mehr wert. Und dann ist eine Kraft um uns Leben ändern. Und das ist für wen der Kreuz, die Kreuzung so bedient wichtig ist für dich. Für mich. Wir haben noch zu beten. Vater, danke schön für das, was für dein Wort. Danke schön für den Kreuz. Danke schön für deine Kreuzung. Und was du erregt hast, Herr Gott, dass wir können einfach uns wahrer und wahrer in die Gnade finden. Kriegst du zu den Aposteln, zu den Jüngern, sagst, du gingst vorab in Galiläa und du löst in der Erde. Um die Gnade wahrer Wesen. Herr Gott, und so, ich glaube, dass man mein ganzes Hart, dass so, dass du für uns von der Welt, wir merken Fehler. Aber wir merken Fehler. Und die Gnade ist stark. Herr Gott, wir sind dort an, wir sind in Not, wir sind so beneidigt um die. Musst du uns einfach tragen und tragen und tragen. Wo immer wir uns beim Finger, wenn wir grob, wir uns würden tragen und uns in deine Wahrheit stellen. Und deine Gnade annehmen. Dankeschön. In Jesus' Namen. Amen. Ich will bloß noch einen Segensspruch lesen von 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 22 und 23, und dann wollen wir noch ein Schlusslied haben. Doch Gott selbst, der Friedensgott, ihn durch und durch heilen, und ihnen Jes und Seele und Körper unbeschädigt und rein bewahren, bei der Herr Jesus Christus wiederkommt. Hij, der ihn traubt, als treu, hij wordt het ook doen. Vielen Dank.